Wie habt ihr mitbekommen, dass in eurem Land plötzlich der Krieg ausgebrochen ist? 24 лютого зранку Am 24.02. um 5 Uhr morgens gab es eine Explosion. Und mein Mann weckte mich und sagte, dass der Krieg begonnen hat. Und dass die gleichen Explosionen es in Mariupol, in Kharkiv und in Odessa gegeben hat, zu der gleichen Zeit, um 5 Uhr morgens. Ich wusste nie zuvor, wie sich ein Schock anfühlt. Und in dem Moment habe ich verstanden, dass ich unter Schock stehe. шоку. І в той момент я зрозуміла, як він виглядає. В мене був шок. Я почала хапатися за дітей. Ich habe 2 kleine Söhne. Eins ist 1 Jahr und 10 Monate alt, der andere 3 Jahre. Und ich dachte dann zuerst, gut, was soll ich denn jetzt tun? Soll ich meine Sachen packen? Welche Dokumente? Was soll ich einpacken? Wohin sollen wir denn gehen? In einen Luftschutzbunker suchen oder etwas anderes? Es waren auf einmal sehr, sehr viele Gedanken. Які треба брати речі, куди біжати, в бомбосховище, що в нас є з їжі. Тобто купа думок в один момент пробігають, і від цього дуже страшно. Я розуміла, що я маю тільки... Dann habe ich mich entschieden, die Kinder sehr warm anzuziehen und wir sind in den Luftschutzbunker gegangen. Dort waren wir 3-mal am Tag und abends haben wir uns dann entschieden, nach Ternopil zu fahren. Das ist eine Stadt in der Westukraine und dort zu schauen, was weiter geschieht. Почекати, що далі буде. Natürlich gab es viele Gerüchte über den Krieg. Aber niemand hat erwartet, dass Russland auf diese Art und Weise die Ukraine überfallen wird. Es war einfach unglaublich. Und dass Russland so hinterhältig mit so viel Gewalt und so viel Blutvergießen die Ukraine überfallen wird. Ми мали бігти зі свого дому. Und was war das für ein Moment, wo ihr dann wirklich klar wurde, dass sie fliehen will? Und was waren ihre Gedanken dabei, als diese Entscheidung stand? Коли ми приїхали в Тернопіль, це ми 2 дні добиралися до Тернопіля, хоча він насправді 400 кілометрів від нас. І Es war in Ternopil. Wir haben 2 Tage gebraucht, um dahin zu kommen, obwohl diese Stadt nur 400 Kilometer weit entfernt ist. Und dann morgens in Ternopil haben wir wieder eine Explosion gehört. Die Explosion war am Flughafen. Dann haben wir uns entschlossen, dass wir das Land verlassen werden. Also ich und meine beiden Kinder, wir sind an die Grenze zu Rumänien gefahren und meine Schwester kam zu dieser Grenze aus Istanbul mit dem Auto und hat mich und die Kinder dort abgeholt. Also mein Mann ist in der Ukraine geblieben. З дітьми, так. Чоловік мій залишився в Україні. Der Moment, als dir klar wurde, dass dein Mann zurückbleibt, was hat das in dir ausgelöst? Hast du damit gerechnet? В такі моменти ти не знаєш, що сказати. Es sind die Momente, wo du einfach nicht weißt, was du denken sollst oder was du fühlen sollst. Ich weiß nicht einmal, ob ich es geschafft habe, meinem Mann, ich liebe dich zu sagen. Ich habe einfach die Kinder genommen und wir sind dann nachts über die Grenze zu Fuß auf die andere Seite gegangen. Und es ist so ein Schicksal, bei dem ich nie gedacht habe, dass ich das wiederholen werde, dass ich das wiederholen werde, was meine Urgroßmutter schon erlebt hat. Und über sie geht es in meinem Lied 1944, nur dass sie damals mit 5 Kindern waren. Es ist sehr, sehr schwer. Це витримувала. Але мені зараз просто неймовірно важко. Wie gehst du mit der Sorge, mit der Angst um, was bestimmt auch die Kinder fragen, wann ihr wieder als Familie vereint seid? Wie geht ihr mit dieser Frage gemeinsam um? Так, вони мої дуже сміливі хлопці, вони так... Die Jungs sind sehr mutig und sie haben mich unglaublich unterstützt. Das war so schwierig, 5 Tage lang im Auto zu sitzen an der Grenze.
Und ich habe dann versucht zu singen und den Zeichentrickfilmer vorzuspielen, aber wir standen da in diesen langen Schlangen und ja, ich habe Folgendes an sie gesagt. Es ist eine sehr schwierige Situation. Wir sind in einem Krieg und ihr müsst mir helfen, diesen Krieg zu gewinnen. Und dieser Krieg kann dadurch auch gewonnen werden, wenn ihr einfach mich unterstützt und das macht, worum ich sie bitte. Und das ist dann zum Beispiel, wann wir essen, wann wir schlafen und es ist ein spielerischer Umgang, aber es funktioniert sehr gut. І ви будете їсти, спати, коли є час спати, ви вже мені дуже допоможете, і ми переможемо. Я так граючись намагалась їх підбадьорити. Wie groß ist du als Ehefrau, deine Angst um deinen Mann? Wie viel Realität traust du dich selber dir zuzulassen in deinem Kopf? Wie gehst du damit um? Вперше за все, я мати, і я... Ich bin in erster Linie Mutter und ich habe die Verantwortung für meine Kinder und es ist meine Verantwortung auch, meine Kinder zu schützen. Und ich wusste natürlich, dass ich meinen Mann zurücklasse und er ist mein halbes Herz, ein halbes Herz von mir. Aber für uns ist es sehr wichtig, dass er ist dort und dass er unser Land schützt, denn es sollte nicht sein, es ist unser Zuhause, es sollte nicht so sein, dass es einfach überfallen wird und wir können einfach nicht sagen, dass es okay ist. І тому я тримаюсь завдяки своїм хлопцям, я не маю шансу здаватися. Welche Eindrücke hast du auf deiner Flucht erlebt? Was hast du gesehen? Was haben du und deine Kinder sehen müssen auf der Flucht? Все життя перед очима. Ich hatte das Gefühl, das ganze Leben geht einem vor den Augen vorbei wieder und ich habe verstanden, dass es so viele Sachen gibt, auf die wir nicht geachtet haben, so viele wichtige Momente wie zum Beispiel einfach Zeit miteinander verbringen oder zusammen zu Abend essen, einander unterstützen, einfach Liebe zueinander auszudrücken. Und ich habe dann direkt gefühlt, dass ich das alles zurückhaben möchte. Und je weiter wir von zu Hause uns entfernten, desto schwieriger war die Situation und desto mehr habe ich das vermisst. Und auch auf dem Flug von Istanbul nach Berlin habe ich richtig gefühlt, dass mein Zuhause noch weiter weg ist. Aber ich denke, ich kann auch nicht zu viel zulassen. Ich denke, es muss alles gut werden. Wir gehen davon jetzt aus. Wenn du an deine Heimat denkst, du bist physisch in Sicherheit, aber wenn du an deine Heimat denkst, an die ganzen Menschen, die gerade ihr Leben verlieren und was mit deinem Land passiert, die ganzen Toten, was macht das mit deinem Herzen? Я знаю, що сьогодні в мене є можливість бути голосом. Ja, heute, ich weiß, dass ich diese Möglichkeit habe, eine Stimme der Frauen zu sein, eine Stimme der 1000 Frauen, die jetzt in Ukraine in Kellern sitzen, in Kiew, in Kharkiv, was komplett zerstört ist, in Mariupol, auch in Irpin und in anderen Städten. Ich kann die Stimme diesen Frauen geben, Frauen und ihren Kindern, auch 17 kleine Kinder sind gestorben seit dem Beginn des Krieges. Und ich muss einfach aus diesen Kellern schreien, damit die Welt es hört. Und die Welt muss es hören. Es kann einfach nicht passieren, dass ein Krieg im 21. Jahrhundert hier stattfindet. Und es ist ein Krieg einfach mitten in Europa. Війна в Україні – це війна в великій частині Європи. Welche Parallelen gibt es denn zwischen deinem ESC-Song von damals und der Situation von heute? Мені здавалося, що коли я писала цю пісню, я пам'ятаю дуже прекрасно цей день. Ich kann mich ganz genau an das Gefühl erinnern, als ich dieses Lied geschrieben habe. Ich habe an meine Uroma gedacht
Und es ging um Krimtataren, die 1944 deportiert wurden. Die Situation war ähnlich. Es war um 5 Uhr morgens. Sie hatten 15 Minuten, um ihre Sachen zu packen, weil die sowjetische Regierung gesagt hat, dass sie alle Verräter sind. Und so mussten sie in die Züge. Es waren mehr als 300.000 Menschen, die unterwegs gestorben sind. Ein Volk wurde da einfach regelrecht zerstört. Und heute ist die Situation nicht genau die gleiche, aber trotzdem gibt es diesen Versuch, das ukrainische Volk zu zerstören, die ukrainische Kultur zu zerstören. Russland sagt, dass es eine ukrainische Nation nicht gibt. Und das ist einfach schrecklich. Das ist schrecklich, dass sowas verbreitet und multipliziert wird. Und in einer Zeile von meinem Lied, in der es darum geht, dass wenn Fremde zu dir nach Hause kommen, dich umbringen und später sagen, dass sie nicht schuldig sind, ja, das passt doch. Das ist schrecklich. They come to your house and they kill you all. They say that we're not guilty. Це реальність. О, вибачте, що довго. Jamala, was willst du der Welt sagen? Я дуже хочу сказати, щоб весь світ почув, що ми маємо... Ich möchte, dass die Welt hört, dass wir jetzt was tun müssen. Wir müssen diese große Tragödie beenden, diese schreckliche Tragödie, die in Europa gerade passiert. Auch EU soll es stoppen. Im 21. Jahrhundert findet sowas hier statt. Russland überfällt das Nachbarland und tausende Menschen müssen dafür sterben. Ich möchte mich bedanken auch für die Unterstützung aus Deutschland, denn wir haben gesehen, dass hier so viele Menschen auf die Straße gehen. 100.000 Demonstranten waren bei der Kundgebung und ja, wir haben gespürt, dass es diese Unterstützung gibt und vielen Dank auch von allen Ukrainerinnen und Ukrainern für diese Botschaft, dass alle mit der Ukraine sind und alle für die Ukraine stehen. Wir müssen diesen Schrecken beenden. Auch die Politik, alle müssen alles dafür tun, damit es aufhört. Bitte, wir sollen nicht schweigen und nicht gleichgültig sein. Не мовчіть, не будьте байдужими. Jamala, was möchtest du den Menschen in deinem Land jetzt noch sagen? Was möchtest du denen mit auf den Weg geben? Я хочу, щоб ви трималися. An die Menschen in Ukraine, ich möchte sagen, haltet durch. Ich bin so stolz auf unsere Armee. Die Armee, die gerade unser Land schützt, unsere Kultur und unser Volk. Ich bin so stolz auch auf unseren Präsidenten, der gerade unser Land schützt. Und ich werde hier singen im Namen der Kinder und der Frauen. Und ich möchte, dass die ganze Welt hört, den Schmerz und die Leiden, die ihr gerade durchleben müsst. Ich liebe euch alle und ich werde das schreien. Ich werde darüber schreien, dass es so einfach nicht sein soll. Ich liebe euch, eure Jamala. Ruhm der Ukraine. З вами. Я буду робити все, що від мене залежить. Я буду кричати на весь світ про те, що це не має так відбуватися, не має так бути. In meinem Lied 1944 geht es darum, dass meine Uroma ihrem Kind ein Gute-Nacht-Lied singt. Und das ist das Kind, was dann unterwegs gestorben ist. Und ich werde dieses Gute-Nacht-Lied singen, auch im Namen aller Kinder, der Kinder, die gefallen sind. Ich möchte, dass diese Kinder für immer leben
bleiben in unseren Herzen, dass wir sie nicht vergessen. Я хочу, щоб вони завжди залишилися живими в наших серцях. Was ist dein größter Wunsch, den du jetzt aussprechen kannst? Моє найбільше бажання Mein größter Wunsch ist, dass dieser Krieg aufhört. Mein Wunsch ist, dass die Ukraine unabhängig ist und dass Ukraine blühen kann, so wie es sich gehört. Dass die Ukraine selbstständig ist und unabhängig, dass es ein großer Staat in Europa ist, dass einfach in Ruhe gelassen wird, dass wir einfach für uns sind, unabhängig. самі по собі, знову ж таки, незалежні. Але так само маємо зрозуміти, що Und zugleich wissen wir, dass wir ohne euch auch einsam sind und alleine. Deshalb brauchen wir eure Hilfe. Wir brauchen alles. Waffen, Medizin, Lebensmittel. Denn nur zusammen sind wir stark. тому що ми сильніші разом. Jamala, warum möchtest du heute für uns deinen Song singen? Woher hast du die Kraft und warum machst du das? Єдине, що я можу, це Das Einzige, was ich machen kann, das ist singen und Lieder schreiben. Und im Jahr 2016, als die ganze Welt das Lied 1944 gehört hat, dann hat Europa jedes Wort in dem Lied geglaubt, obwohl viele vielleicht auch nicht wussten, was mit Krimtataren geschah oder vielleicht nicht so viel darüber gehört haben. Aber das Lied kann Emotionen überbringen und es kann viel bewirken in Menschen. Und wenn wir uns erinnern, wie der Eurovision Song Contest entstanden ist, so war das auch nach dem Zweiten Weltkrieg, dass in Europa aus allen Ländern Menschen kommen und ihre Lieder mitbringen und jedes Land hat etwas Eigenes. Und die Menschen sind nicht gleichgültig. Es gibt dann Menschen oder Länder, die traurige Lieder haben oder fröhliche Lieder, aber es ist wichtig, dass es alles zusammenkommt. Und ich werde hier das Lied singen, damit ich gehört werde und damit dieses Lied gehört wird. через пісню мене почують ще більше.